Buddy. Herzlich willkommen alle Mann wieder zurück. It's always encouraging if you're a speaker and people come back. Es ist immer sehr ermutigend, wenn du der Sprecher bist und die Leute wiederkommen. Yeah, that's always a good sign. Das ist immer ein gutes Zeichen. And thank you for just taking us into that place of worship. Thank you. Danke, dass ihr uns in diesen Ort der Anbetung hineingenommen habt. It's been so good to be with you this weekend. Es war sehr, sehr gut, mit euch an diesem Wochenende zusammen zu sein. Just to share something of this wonderful love that we have together in the Father. Einfach etwas über diese wundervolle Liebe mitzuteilen, die wir zusammen im Vater haben. I know this is one of the key values in this church, and it's always great to be part of that. Ich weiß, das ist einer der Hauptwerte in dieser Gemeinde und es ist immer großartig, daran teilzuhaben. We've been talking over these yesterday and today about how much the Father really loves us. Und wir haben gestern und heute den ganzen Tag darüber gesprochen, wie sehr der Vater uns liebt. And we recognize that so many of us have been on this journey of receiving Father's love for a long time. Und viele von uns sind schon lange auf dieser Reise unterwegs, wirklich diese Liebe des Vaters zu empfangen. We also recognize there's so much more. Und wir erkennen gleichzeitig, da ist so sehr viel mehr. I mean, how many of you have had enough love? Wer von euch hatte schon genug Liebe? You know, you're a very unusual person if you could say, oh yeah, I've had enough. Das wäre sehr ungewöhnlich, wenn du dazu Ja sagen könntest. And of course, the love of God the Father is just immeasurable. Diese Liebe des Vaters, sie ist einfach unermesslich groß. And yesterday we were talking about this is a love that we can experience at heart level. Gestern haben wir auch darüber gesprochen, dass dies eine Liebe ist, die wir in unserem Herzen erfahren können. Not just an intellectual capacity to hear it. Es ist nicht nur hier irgendwo intellektuell zu erfassen, sondern erfahrbar. But a knowing deep within our hearts. Sondern ein Wissen tief in unserem Herzen. And not just as a one-off tickle. Und auch nicht nur so ein kleines Rinnsal. But as something that completely undergirds our whole Christian lives. Sondern es ist etwas, was unser ganzes Leben untermauert und wie ein Flussbett ist dafür. On one occasion, the founder of Father Heart Ministries, a man called James Jordan, was in the Netherlands. Und einer der Hauptgründer der Vaterherzbewegung, der war in den Niederlanden, das ist James Jordan. This was about 20 years ago. Und das ist circa 20 Jahre her. And there was a Dutch pastor who traveled with him for about 4 weeks. Und da war ein holländischer Pastor, der ist ungefähr 4 Wochen mit ihm herumgereist. And after 4 weeks of hearing this revelation of the Father's love being taught and preached, und nachdem er 4 Wochen lang ununterbrochen diese Lehre und diese Offenbarung der Vaterliebe Gottes gehört hatte, this pastor said to James, you know, James, I thought this was just another book on the shelf. er sagte dann zu James, ich dachte, das wäre nur ein weiteres Buch in meinem Bücherregal. You know, the love of the Father is another book that a church has in its library. Und das ist nur ein Buch, was die Gemeinde dann wieder in ihrer Bücherei ins Regal einordnet. Along with the worship book, Neben dem Anbetungsbuch. the evangelism book, Oder ein Buch über Evangelisation. the healing book. Oder ein Buch über Heilung. He says, I thought the Father book was just another book. Ich dachte, dieses Vaterbuch sei ein weiteres Buch. He says, as I've listened and watched and seen things, Aber er sagte dann, während ich zugehört und gesehen und beobachtet habe, the pastor said, I realized it's not another book on the shelf. dieser Pastor sagte dann, es ist kein weiteres Buch in meiner Bücherei. He said, it's the shelf. Es ist das Bücherregal selber. Everything sits on this revelation of God as Father. Alles ist auf dieser Offenbarung des Vaters gegründet. You know, when the Father's love undergirds everything we do, Wenn die Liebe des Vaters alles untermauert, was wir tun, it changes the way we are as Christians. das verändert den Weg, wie wir uns als Christen verhalten. It changes the way we do church. Es verändert die Art und Weise, wie wir Gemeinde leben. Because we realize we're not living as slaves as we've just been singing Denn about, wir wissen dann ganz genau, was wir gerade gesungen haben, dass wir nicht mehr Sklaven sind. but as sons and daughters to Almighty God. Wir sind Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. And this comes because of this intimate connection with Him in our hearts. Und das entspringt aus dem, dass wir diese tiefe, innige Liebesbeziehung in unserem Herzen zu ihm haben. And today we've been looking at how God is our real Father. Und heute haben wir betrachtet, dass Gott wirklich unser Vater ist. More real than any human father could ever be. Realer als jeder menschliche Vater je sein könnte. Because He intimately knows us. Denn er kennt uns auf
tiefste und innigste Weise. We've seen how as a father he loves us in every circumstance. Und wir haben gesehen, dass er uns in jeden Umständen wirklich liebt. And it's not dependent on anything we have done. Und es hängt überhaupt nicht davon ab, was wir getan haben. Rather, he loves us because he simply loves us. Er liebt uns vor allen Dingen deswegen, weil er uns wirklich liebt. And an expression of his love is the way he comforts us. Ein Ausdruck seiner Liebe ist, wie er uns tröstet. And he surrounds us with those arms of love that we've been hearing about in the Und song. er umgibt uns mit seinen Armen der Liebe, wie wir auch gerade gesungen haben. This afternoon we looked at how comfort is very tangible for us. Und wir haben heute Nachmittag darüber gesprochen, wie spürbar dieser Trost von ihm ist. And then we began to see how Jesus loves us in the same way as he was loved by his Father. Und dann haben wir erkannt, dass Jesus uns auf dieselbe Weise liebt, wie er den Vater liebt und der Vater ihn. And we were looking at how Jesus looks at us with eyes of love. Und wir haben betrachtet, wie Jesus mit seinen Augen der Liebe uns anschaut. And he speaks our name. Und er spricht unseren Namen. He knows us intimately. Er kennt uns auf tiefste und innigste Weise. And the touch of his love transforms our hearts. Und die Berührung seiner Liebe verwandelt unser Herz. Well, before we get too further into this evening, Bevor wir dort weiter hineingehen an diesem Abend, I've asked Mona, who is our friend from Norway, just to come and share a little bit of her story with you. ich habe Mona gebeten, unsere Freundin aus Norwegen, dass sie einen Teil ihrer Geschichte mitteilt. I almost did this afternoon, but I think it's better we do it this evening. Ich wollte es schon eigentlich heute Nachmittag machen, aber ich glaube, heute Abend ist es besser. Yeah, I'll just tell you a bit of my story. Ich erzähle euch etwas über meine Lebensgeschichte. I grew up in a home where I wasn't really planned. Ich bin in einem Zuhause aufgewachsen, wo ich eigentlich nicht geplant war. My father, he belonged to a very well-known family in Norway. Mein Vater gehörte einer Familie in Norwegen an, die sehr bekannt war. And when my mother got pregnant, his family didn't want that to happen. Und als meine Mutter dann schwanger wurde, wollte seine Familie nicht, dass das passierte. So they actually asked her to have an abortion. Sie haben sogar darauf gedrängt, dass ich eine Abtreibung mache. But as we were singing, love called my name. Aber als wir gesungen haben, Liebe hat meinen Namen gerufen. Father God has planned me. Vater Gott hat mich geplant. And my mother ended up raising me alone. Und schließlich hat meine Mutter mich dann alleine großgezogen. She was at that time working at sea, so she was at sea for 3 months, then coming back. Sie hat während dieser Zeit auf dem Meer gearbeitet und dann war sie immer 3 Monate weg und dann kam sie wieder zurück. So I was at my grandma's. So war ich in der Zeit bei meiner Großmutter. I didn't feel seen, I didn't feel loved. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass mich jemand sah oder geliebt hat. And just to fast forward, because so much has happened, Um einfach jetzt schneller zu machen, denn da ist ganz viel passiert. when I first heard about Father's love, Als ich das erste Mal über die Liebe des Vaters hörte, there was no connection. da gab es überhaupt keine Verbindung für mich. And I was just, how can that be? How can I experience a father's love? Ich habe mich gefragt, wie kann ich denn bloß diese Liebe des Vaters erfahren? Because I grew up and he wasn't there. There was no one there. Ich bin einfach aufgewachsen und da war keiner da und auch kein Vater. And when my mother, she got married to the father of my brethren, Und als meine Mutter dann den Vater meiner Brüder geheiratet hat, he didn't treat us the same. er hat sie nicht genauso behandelt wie mich. So he would see them, but he didn't actually see me. Er hat sie gesehen, aber mich hat er gar nicht wahrgenommen. So my question was, if there is God, I'm sure he will see you, he will see you, he will see you, but not me. So hatte ich innerlich diese Frage und diesen Eindruck, dass wenn ich da bin, Gott sieht zwar alle anderen, aber mich sieht er nicht. Because that was my experience. Denn das war meine Erfahrung. And I know there can be people here that has the same experience. Und ich weiß, dass hier Menschen sein können, die dieselbe Erfahrung hatten. You might have grown up without a father that was present. Und du bist vielleicht auch mit keinem Vater aufgewachsen, der anwesend war.
And you can ask yourself, but how can I experience this Father that they are talking about? Und dann fragst du dich immer wieder, wie kann ich denn diesen Vater Gott erfahren, worüber sie die ganze Zeit sprechen? But you know, He loves you so much. Aber weißt du, er liebt dich so sehr. He finds His ways. Er findet Wege. The way that He found to show that He saw me Die Art und Weise, wie er mir das zeigen konnte, dass er mich wirklich sah, was that I was working in a kindergarten. das war, als ich in einem Kindergarten gearbeitet habe. And there was a young guy, he was the age of 3. Da war so ein kleiner Junge, der war 3 Jahre alt. His name was Magnus. Sein Name war Magnus. And Magnus, he was, when I started, he was very young. Und als ich dort anfing, war er ganz klein noch. And somehow he just connected to me. Irgendwie haben wir eine Verbindung bekommen. So every time when Magnus came in the door, he would go, "Where is Mona?" Und sobald dieser kleine Magnus in die Tür reinkam, hat er sofort nach Mona gesucht. He would just simply sometimes just pass the other grown-ups and go, "Where's Mona?" Er ist einfach an den ganzen anderen Erwachsenen vorbeigelaufen und hat immer wieder gefragt, wo ist Mona? And he just looked me into the eyes. Und er hat mir einfach in die Augen geschaut. Sometimes he would just come and sit in my knee. Und manchmal kam er und hat einfach auf meinem Schoß gesessen. He just wanted to be held. Er wollte einfach gehalten werden. And then he was off. Und dann lief er wieder weg. And then during the day, he would come and like, if I was in the kitchen over here and the living room was over there, he would come around the corner. "Where's Mona?" There she is. Und tagsüber, manchmal, wenn ich in der Küche war und er kam dann so um die Ecke, hat er immer wieder gerufen, wo ist Mona? This happened a lot of times, Das ist viele Male passiert. every day. Jeden Tag. And one day I was sitting, and I was just sitting as I usually sat. I was sitting looking at the children playing. Und eines Tages saß ich da, einfach beobachtet, wie die Kinder gespielt haben. And Magnus, he looked at me. Und der Magnus hat mich angeschaut. And then Father started speaking. Und dann fing der Vater an, zu mir zu sprechen. And he said, "Mona, Er sagte, Mona, you love Magnus, don't you?" du liebst Magnus, nicht wahr? Yeah, I do. Ja. Yeah, do you think Magnus loves you? Und denkst du, dass Magnus dich liebt? Yeah. Sagte ja. His parents wasn't Christians. Seine Eltern waren keine Christen. And they told me, "What is it with you and Magnus? Die haben mich immer wieder gefragt, was ist da zwischen dir und Magnus? He will be at home and he will play with his dog and he goes, Mona, Mona, and then dog, and Mona. And Und wenn er zu Hause mit seinen Spielsachen, mit seinem kleinen Hund spielt, dann sagt er, wo ist Mona, Mona? And I was sitting there and said, "Yeah, Magnus loves you." Yeah. Und ich saß da und er hat gesagt, Magnus liebt dich. Ich sagte, ja. And I just felt his presence. I was so totally not expecting that. Ich habe so stark in diesem Moment seine Gegenwart gespürt. Ich hatte das überhaupt nicht erwartet. But I so totally knew what he was talking about because of the love I felt for him. Aber ich konnte so sehr nachempfinden, worüber er sprach, weil ich diese Liebe tief in mir gespürt habe zu dem Magnus. And the love that I experienced from Magnus. Und auch die Liebe, die ich wiederum von Magnus erlebte. So when Father then said, "I love you even more. Und der Vater sagte dann zu mir, ich liebe dich sogar noch mehr. And I see you." Und ich sehe dich. My eyes just filled. Meine Augen füllten sich mit Tränen. And I experienced his love. Und ich habe seine Liebe erfahren. I experienced to be seen. Ich habe es erfahren, dass er mich gesehen hat. And as Linda talked about and Trevor also touched, it's comfort. Und so wie Linda und Trevor darüber gesprochen haben, es ist wirklich tiefer Trost. It's comfort to be seen. Es ist ein tiefer Trost, gesehen zu werden. That you feel his eyes that are loving you. Seine Augen zu fühlen, wie er dich sieht und dich liebt. And from that day, I'm a totally new person. Und von dem Tag an bin ich eine völlig neue Person. When it came to this area of knowing that I'm seen by Father. Als es zu diesem Bereich in meinem Leben kam, einfach zu erleben und zu spüren, dass der Vater mich sieht. God can come to you in ways you don't experience, you don't expect. Und Gott kann auf Wege zu dir kommen, die du gar nicht erwartest.
And you know, as human beings, sometimes we forget. Und als menschliche Wesen vergessen wir das manchmal. I was once and I was very sad. Eines Tages war ich sehr, sehr traurig. And I felt, poor me. Und ich habe mich so selbst bedauert, armes Yeah, I Mädchen. don't think you do that in Germany, but Ich glaube, I did ihr that. macht das in Deutschland gar nicht. And at that time I was in Africa actually. Es war tatsächlich damals in Afrika, als das passierte. And I was sitting there, poor me. Ich habe einfach so mich selbst bedauert. And then all of a sudden these dogs come up to me. Und plötzlich laufen diese Hunde auf mich zu. And that's a dog, he doesn't usually come to people. Und es ist ein Hund gewesen, der normalerweise nicht zu Menschen kam. And he just comes and he sits close by Und my, dann kommt er zu mir und setzt sich ganz dicht an mich ran and he puts his head in my lap. und hat seinen Kopf in meinen Schoß gelegt. And again God just says, I see you, Und Gott sagte wiederum, ich sehe dich, I am here. ich bin hier. So this is an encouragement to you. Das ist eine Ermutigung an dich. God sees you. God- Father sees you. Gott und der Vater, sie sehen dich. He loves you. Er liebt dich. And he wants you to experience this love. Und er möchte, dass du diese Liebe erfährst. Even though you might not never have experienced to be seen, Auch wenn du zuvor das nie durch Menschen erfahren hast, dass du gesehen wurdest. he can do it. Er kann das tun. Trevor? There he is. It's a very practical illustration, is it? Es ist Father eine, sees us. eine sehr praktische Illustration, dass der Vater uns sieht. He sees you. Er sieht dich. He knows you by name. Er kennt dich mit deinem Namen. He knows what you like to be called. Er weiß, wie du gerne genannt wirst. Maybe he has a name for you that only he and you know. Vielleicht hat er einen speziellen Namen für dich, der nur zwischen euch ausgetauscht wird. You know, dads can be like that with their children sometimes, can't they? Väter können manchmal so mit ihren Kindern umgehen. They have a special name for their child. Sie haben einen ganz besonderen Namen für ihr Kind. Father knows you intimately, Der Vater kennt dich auf innige und tiefe Weise. and he's longing for you to feel the warmth of his embrace. Und er sehnt sich danach, dass du die Wärme seiner Umarmung spürst. You know, when Jesus came, he came to show us exactly what the Father was like. Als Jesus gekommen ist, hat er uns ganz genau gezeigt, wie der Vater ist. He wanted to make it as clear as possible who the Father was. Er wollte es so deutlich wie möglich machen, wer und wie der Vater ist. Because so often in the world that Jesus came into, people had no idea what God was really like. Und in der Welt haben die Leute oft niemals eine Vorstellung davon gehabt, wie der Vater wirklich ist. We looked a little bit at that earlier today. Wir haben früher das schon mal heute uns etwas näher angeschaut. The people of Israel of Jesus' day were afraid of God. Die Menschen damals zu Jesu Zeit in Israel, sie hatten Angst vor Gott. They thought he lived in a temple and that he was very separated from them. Und sie dachten, er lebte in einem Tempel, der total von ihnen abgetrennt They were war. afraid of going into his presence. Sie hatten Angst davor, in seine Gegenwart zu treten. Once a year, the high priest would go into the holiest of holies, where God's presence was believed to be. Einmal im Jahr ist der Hohepriester lediglich in das Allerheiligste gegangen, wo sie geglaubt haben, dass Gott dort sei. And the priest would go in to offer sacrifices for the sins of the people. Und der Priester ist dann da hineingegangen und hat Opfer gebracht für die Sünden des Volkes. But they were so afraid that if the priest had got some sin in his life, God would kill him for that sin. Aber sie hatten gleichzeitig ganz große Furcht, dass wenn dieser Priester irgendwelche Sünde in seinem Leben hatte, dass Gott ihn töten würde. So apart from all the preparation, the priest would have a rope tied around his ankle. Neben all der Vorbereitung, die gemacht werden musste, hatte dieser Priester ein Seil um seinen Knöchel geschlungen. So that when he was in that holiest of places, Wenn er sich also dort in diesem Allerheiligsten aufgehalten hat, if God decided to kill him on the spot, wenn Gott sich entschlossen hätte, ihn dort auf der Stelle zu töten, they could drag the dead body out. dann hätten sie den toten Körper noch rausziehen können. They were so afraid. Sie hatten solche Furcht. Their revelation of God was so small. Die Offenbarung, die sie über Gott hatte, war sehr, sehr klein. Even though God had been speaking to them for centuries through his prophets, Obwohl Gott über Jahrhunderte zu ihnen durch seine Propheten gesprochen he had hatte. spoken through people like David, Er hat durch Menschen wie David who gesprochen. said in the Psalms, Der sagte in den Psalmen,
that he is a father to the fatherless. Er ist ein Vater für die Vaterlosen. The people couldn't see that applied to them. Und die Menschen konnten einfach nicht erkennen, dass das ihnen galt. And we mentioned Jeremiah in chapter 3. Und wir haben Jeremia erwähnt in Kapitel 3. And Jeremiah speaking the very words of God. Und Jeremia hat exakt die Worte Gottes The Lord weitergegeben. says, I wanted to treat you like sons. Und er sagte er sagte durch ihn, ich wollte euch behandeln wie Söhne. And give you the best inheritance for any nation. Und ich wollte euch das allerbeste Erbe geben gegenüber allen anderen That's the Nationen. father's heart for Israel. Das war das Herz des Vaters für I Israel. wanted to treat you like sons. Ich wollte euch wie Söhne behandeln. I wanted to give you the best. Ich wollte euch das Allerbeste geben. Because fathers want to give their best, don't Und they, for their das children? ist doch eigentlich das, was Väter ihren Kindern geben wollen. And then the Lord says, but I thought you would call me father. Und er sagte zu ihnen, und ich dachte, ihr würdet jetzt zu mir Vater sagen. You hear something of the longing in the father's heart. Und da spürst du etwas von dem Verlangen im Herzen des He Vaters. so wanted Israel to relate to him like a father and a son. Er hatte so eine Sehnsucht danach, dass Israel zu ihm eine Herzensbeziehung wie zu einem Vater hatte. So when Jesus came, Als Jesus also he kam, came because God loved the world. er kam, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. God loved the world that he sent his son. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. For years as a young Christian, I thought that meant that God loved Christians. Und jahrelang habe ich als junger Christ gedacht, dass das bedeutet, Gott liebt Christen And he didn't love anybody else. und dass er niemand anderes lieben But that's würde. not what it says. Aber das steht dort nicht geschrieben. God so loved the world Gott hat die Welt so sehr that he geliebt, sent his one and only son. dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Jesus came because of God's love for the world. Jesus kam aufgrund der Liebe Gottes für die Welt. And nobody in the world knew that he was father. Und niemand in der Welt wusste, dass er ein Vater war. Nobody related to him like that Niemand hatte eine Beziehung zu ihm wie zu einem Vater, until Jesus came. bis Jesus kam. And Jesus came to reveal the Father to us. Und Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Now, back in my student days, I studied theology in London. Als ich noch in meinen jungen Jahren war, habe ich in London Theologie studiert. I translated John's Gospel from Greek into English. Ich habe das Evangelium des Johannes aus dem Griechischen ins Englische übersetzt. It was one of the things we had to do. Es war eins der Aufgaben, die wir zu erfüllen hatten. And I thought I knew everything about John's Gospel there was to know. Und ich dachte dann, ich wüsste alles, was man über dieses Johannesevangelium wissen müsste. But for all those years, I never noticed just how much Jesus talked about his Father. Aber in diesen ganzen Jahren des Studiums habe ich nicht erkannt, wie viel Jesus über seinen Vater sprach. It's almost embarrassing now. How did I miss it? Ist für mich jetzt schon regelrecht peinlich. Wie konnte ich das übersehen? But you know, until the eyes of your hearts are opened, you can't see these things. Aber es ist einfach so, bis die Augen deines Herzens geöffnet sind, kannst du diese Dinge nicht sehen. I look through the Gospels and it's full of Jesus talking about his Father. Und wenn ich mir die ganzen Evangelien anschaue, ist es voll davon, dass Jesus über seinen Vater spricht. And time again he says, I'm only telling you what Father gives me to tell you. Und er sagte immer wieder, ich erzähle euch nur, was der Vater mir in den Mund legt. That shows it must be very important. Und das bedeutet, dass das sehr, sehr wichtig war. And so Jesus would particularly choose ways of explaining what God as a father was like. Und so hat Jesus wirklich ganz besonders Wege ausgesucht, in denen er gut erklären konnte, wie Gott der Vater ist. In Luke's Gospel, we get some very clear descriptions from Jesus. Im Evangelium des Lukas bekommen wir von Jesus eine sehr klare Beschreibung. And Jesus would talk to all sorts of different groups of people. Jesus hat zu ganz unterschiedlichen Menschengruppen gesprochen. And wherever he went, he would talk about the things that Father had given him to say. Und überall hat er darüber gesprochen, was der Vater ihm aufs Herz gelegt hat. Jesus particularly liked having meals with people. Jesus liebte besonders, mit Leuten zusammen zu essen. If you have a look through the Gospels sometime, it's amazing how often the action takes place in the dining room. Und wenn du dir die Evangelien anschaust, ist es erstaunlich, wie oft diese Treffen und das Zusammensein beim Essen stattfand. All sorts of different groups of people would say to Jesus, will you come and have dinner with us? Die unterschiedlichsten Menschengruppen haben Jesus gefragt, würdest du bitte zu uns zum Essen kommen? I mean, we often think of him by Lake Galilee or up in the hills praying.
Und da sind natürlich auch Szenen wie am See Galiläa oder auch oben in den Bergen, wo er gebetet hat. But he really liked going to people's homes. Aber er ist sehr, sehr gerne in das Zuhause von Menschen gegangen. I think Jesus was a bit of a home lover. Ich glaube, Jesus hat gern Häuser und Zuhause geliebt. He says on one occasion, the Father and I, we will come and make our home with you. Er hat auch einmal gesagt, ich und der Vater, wir werden kommen und bei euch Wohnung machen. And he wasn't choosy about which home he went to. Und er war da nicht sehr wählerisch, wo er hingehen würde. Sometimes he would go to the homes of very wealthy people, Manchmal war er in den Häusern von sehr wohlhabenden Menschen, very religious people. auch sehr religiösen Menschen. I mean, we mentioned the Pharisees earlier. Und vorher haben wir schon mal über die Pharisäer gesprochen. Luke tells us about a number of times that Jesus is with Pharisees in their homes. Und Lukas berichtet mehrfach darüber, dass Jesus in den Häusern von Pharisäern war. There's one very famous story Und das ist eine sehr berühmte Geschichte, where Simon the Pharisee invites Jesus for dinner. wo Simon, der Pharisäer, Jesus zum Abendessen einlädt. Now, there were certain rituals and protocols that they put into place when you went to someone's home to eat. Zu der Zeit gab es bestimmte Protokolle und Dinge zu erfüllen, wenn du zu jemandem nach Hause gegangen bist, um dort mit ihm zu essen. I mean, the normal practice was to wash the feet of your guest or get a slave to do it. Normalerweise hast du die Füße von deinen Gästen gewaschen oder ein Sklave von dir hat das getan. Because people didn't sit at table, they reclined, like they laid out. Sie saßen damals nicht am Tisch, sondern sie waren eher so ausgestreckt am Boden. So it's rather nice to have clean feet, isn't it? Dann ist es doch schon etwas angenehmer, wenn deine Füße dabei You sauber wouldn't want sind. all these dirty feet laying around the table, would you? Du würdest es nicht so gut finden, wenn da überall um den Tisch herum schmutzige Füße waren. And Jesus is invited Simon the Pharisee's house. Und Jesus wurde eingeladen in das Haus des Pharisäers Simon. And for some reason, Simon hasn't arranged to have Jesus' feet washed. Und aus irgendeinem Grunde hatte er versäumt, dass Jesus die Füße gewaschen wurden. Well, as the meal gets going, Und während des Mahles a lady comes into the room. kommt eine Frau in den Raum. Now, she's a lady, okay? Sie ist eine bestimmte Frau. She's a street lady. Sie ist eine Frau von der Straße. She's probably a prostitute. Sie ist wahrscheinlich eine Prostituierte. And she comes to the feet of Jesus Sie kommt zu den Füßen Jesu. and starts weeping so much that the tears wet his feet. Sie fängt an, so heftig zu weinen, dass ihre Tränen seine Füße nässen. And she uses her long hair to dry his feet. Und sie nimmt ihre langen Haare und trocknet damit seine Füße ab. And then she breaks open this cask of beautiful perfume. Und dann öffnet sie diese kleine Flasche von kostbarem Parfüm. Now, these are the classic calling cards of a prostitute. Das sind die ganz bestimmten Kennzeichen einer Prostituierten. Now, Simon the Pharisee is watching this with all his other important guests. Und Simon, dieser Pharisäer und all seine anderen wichtigen Gäste beobachten das. And we're told that he sits there thinking, Und uns wird mitgeteilt, dass er da sitzt und ist schon ziemlich unter Anspannung. if this man was a real prophet, Wenn dieser Mann ein wahrer Prophet ist, he would know what sort of woman this is. wüsste er ganz genau, welche Art von Frau das ist. Well, I have a question in my mind. Ich habe jetzt eine Frage in meinem Kopf. How does Simon know what sort of woman she is? Wie konnte Simon denn eigentlich wissen, welche Art von Frau sie ist? And how did she find her way into the dining room? Und wie hat sie eigentlich ihren Weg in sein Esszimmer gefunden? Maybe she knocked on the door, Hat sie vielleicht an der Tür geklopft and the servants opened the door. und der Diener hat die Tür They geöffnet? said, "Oh, hello, it's you. Ach, du bist es ja. He's in the dining room. You know the way." Der ist im Esszimmer, du kennst ja den Weg. I don't know for sure, Ich weiß es nicht ganz sicher, but Simon knew she was a prostitute. aber Simon wusste, dass sie eine Prostituierte ist. Now, it's no surprise that Jesus called these Pharisees whitewashed tombs. Und es ist keine Überraschung für uns, dass Jesus diese Pharisäer wie weiß getünchte Gräber bezeichnet. On the outside, they looked very religious and very clean, Von außen her sahen sie sehr religiös und sehr sauber aus, but inside they were like rotting dead bodies. aber innerlich waren sie wie vergammelte Körper, That's pretty strong language tote that Jesus Körper. uses. Und das war eine sehr heftige Sprache, die Jesus da benutzt hat. It's strong language. Es sind sehr heftige Worte.
See, Jesus would have dinner with people like Pharisees, Und Jesus hatte Abendessen zusammen mit solchen Pharisäern, even though he knew they were just playing religious games. obwohl er ganz genau wusste, dass sie religiöse Spielchen spielten. Well, eventually, one of these street people becomes one of his disciples. Schließlich wurde einer dieser Straßenleute sogar einer seiner Jünger. See, one of the most disliked groups of people in Jesus' day were tax collectors. Einer der unbeliebtesten Menschen zu Jesu Zeiten waren Steuereintreiber. Now, there's nothing wrong with working for the government and being a tax officer. Es ist überhaupt nichts verkehrt daran, dass du ein Steuerbearbeiter bist und für die Regierung arbeitest. I'm sure it's a very good job in Germany. Ich glaube, es ist in Deutschland ein sehr angesehener, guter Job. But in Jesus' day, Aber zu Jesu Zeiten tax collectors worked for the Romans. haben die Steuereintreiber für die Römer gearbeitet. And they would take money from their own people. Und sie haben den eigenen Leuten das Geld So they abgenommen. were incredibly unpopular. Sie waren sehr unbeliebt. People hated them. Menschen haben sie regelrecht gehasst. Do you remember little Zacchaeus? Könnt ihr euch an den kleinen Zachäus erinnern? He was a classic example of a tax collector. Er war ein klassisches Beispiel von einem Well, Steuereintreiber. Matthew, one of Jesus' disciples, had been a tax collector. Oder auch Matthäus, einer von Jesu Jüngern, war auch ein Steuereintreiber. And he was so excited that he was now part of the group Und er war so begeistert davon, dass er jetzt ein Teil dieser Gruppe war, that he invited Jesus to his home. hatte er auch Jesus in sein Haus eingeladen. And so what were the guests? Other tax collectors. Und wer waren die anderen Gäste? Es waren auch Steuereintreiber. So you've got Jesus mixing with the opposites. Also hat Jesus sich mit den extremsten Menschengruppen aufgehalten. The extremely religious group Mit der extrem religiösen Gruppe and the apparently extremely sinful group. und auch wiederum mit der extrem sündigen Gruppe. And so you put these two groups together Und wenn du diese beiden Gruppen zusammentust, and you get a very interesting group of people, don't dann you? bekommst du eine sehr interessante Gruppe von Leuten. In Luke chapter 15, In Lukas Kapitel we're 15 told that Jesus was speaking to these two groups of people. lesen wir, dass Jesus zu diesen beiden Menschengruppen sprach. And the Pharisees were all grumbling that Jesus was having dinner with the tax collectors. Und die ganzen Pharisäer waren ziemlich am Murren, dass Jesus zu Abend gegessen hat mit den Steuereintreibern. Now, can you imagine what the audience that Jesus is speaking to would have been like? Und könnt ihr euch so vorstellen, wie so die Zuhörerschaft von Jesus da so aussah? Now, let's try and help you get into the feel of this. Und ich möchte euch da ein bisschen helfen, da hineinzufinden. Let's divide this room into two. Lasst uns mal diese Gruppe hier in diesem Okay. Raum in zwei Hälften This teilen. side of the room, can you be Pharisees? Diese Seite des Raumes könnt ihr die Pharisäer sein. I'm not doing typecasting here, you know. Ich will euch jetzt I hier know nothing nicht, about you. will euch jetzt nicht irgendwie abstempeln. Ich weiß So überhaupt can nichts you von euch. imagine that you're Pharisees, right? Stellt euch einfach mal vor, ihr seid so ein Pharisäer. Can you try and look very serious and very religious? Könnt ihr einfach mal sehr ernst und religiös aussehen? Now, come on, try. Versucht I know doch you mal. can't really. Ich weiß, dass ihr es nicht wirklich könnt. Versucht es I einfach can see mal. some people. Very good. It helps if you put your nose in the Es air. hilft doch so ein bisschen, wenn die Nase so ein bisschen in die Luft Come on, steckt. Gunther, you can do it. Come on. Günther, du kannst das that's auch. good. All right. So you're the Pharisees. Ihr seid also die Pharisäer. So where does this leave you? Und wenn es jetzt hier rüber geht? You're the tax collectors and Ihr seid sinners. jetzt die Steuereintreiber und Sünder. Some of you feel comfortable with that already. Yeah? Einige fühlen sich schon richtig wohl dabei. Some of you are thinking, I'm on the wrong side of the room. Und einige denken, oh, ich bin jetzt auf der verkehrten Seite im Because Raum. you're the group that this lot don't like. Ihr seid nämlich die Gruppe, die die andere Gruppe überhaupt nicht mag. You like parties, right? Ihr mögt ja Partys Come on, gerne. let's see a little bit of party going on. Lasst uns ein bisschen uns die Party sehen, die hier Okay, abläuft. 3 people here have been to parties. 3 Okay. Leute von euch waren schon mal auf einer Party hier. Yeah, we've almost. Come on, stand up over here. Steht Come doch on. mal You auf come- hier. You're not in church, so you can do Ihr this. seid nicht in der Kirche, ihr Come könnt on. das machen jetzt. Boogie, that's Ein good. bisschen rumtanzen yeah. und so. Right, what do you think about them? Was denkt ihr über What do you sie? think about them? Was denkt ihr jetzt über sie? Look down your. Give them a look, everybody over Gebt here. ihnen mal so einen richtig Okay, you can typischen stop Blick. partying now. Sit down. Jetzt könnt ihr wieder aufhören, Party Behave. zu machen. Jetzt can benehmt sit ihr down euch now. wieder.
Now, shall I make you lot stand up as well? Jetzt sollt ihr auch mal aufstehen hier. Come Ihr- on, stand up and Jetzt look steht mal religious. auf und seht mal ganz religiös Give them a aus. look. Gebt ihnen den Yeah, bezeichnenden oh, that's Blick. good. Yeah, you tell them. Ja, ihr teilt ihnen das mit eurem Blick schon mit. So what do you think about them? Was denkt ihr über sie? Okay, you can sit down. Thank you. Yeah. You're very good Pharisees. Ihr seid sehr gute Pharisäer. So this is the sort of people that Jesus is talking Das war to. die Art von Leuten, mit denen Jesus gesprochen hat. You know, he doesn't just talk to nice people. Er hat nicht nur so mit netten, freundlichen Leuten gesprochen. He talks to people like us. Er hat zu Menschen wie du und ich gesprochen. So this is the group of people in Luke chapter 15. Das ist die Gruppe von Menschen in Lukas Kapitel 15. The Pharisees are all grumbling about the tax collectors and sinners. Die Pharisäer haben gemurrt und geknurrt über die Sünder und die And the Steuereintreiber. tax collectors and sinners are grumbling about the Pharisees. Und die Sünder und die Steuereintreiber haben über die Pharisäer gemurrt. And Jesus starts telling stories. Und Jesus fing an, Geschichten zu erzählen. See, stories are a great way of getting people's attention, aren't they? Geschichten sind eine großartige Art und Weise, wie du die Aufmerksamkeit So von Jesus Menschen is- gewinnen kannst. When he looks at these people, Wenn du dir diese Menschen anschaust. I can imagine Father saying something to him. Ich kann mir vorstellen, wie der Vater etwas zu ihm gesagt hat. I say, oh, look at them. Oh, lass uns sie mal anschauen. Love them. Sie lieben My kids. meine Kinder. They just don't know it yet. Sie wissen es noch nicht. Tell them some stories about me, son. Erzähl ihnen einige Geschichten über mich, mein Sohn. So Jesus tells stories Jesus erzählt also Geschichten about God. über Gott. Now, we know because we've read the book. Wir kennen diese Geschichten, weil wir das Buch gelesen God haben. is revealed as Father, Son, and Holy Spirit. Gott offenbart seinen Vater, seinen Sohn und seinen Heiligen The Geist. people listening didn't understand that yet. Die Leute, die zugehört haben, haben das noch nicht begriffen. So Jesus starts telling stories to help them discover what God is really like. Und Jesus erzählt ihnen Geschichten, um ihnen dabei zu helfen, zu entdecken, wie Gott wirklich He ist. tells 3 stories. Er hat 3 Geschichten erzählt. The first one is about a shepherd who's got 100 sheep. Die erste ist über einen Hirten, der 100 Schafe hat. And he loses one of those sheep. Und er hat eins dieser Schafe verloren. And the shepherd goes looking for that sheep until he finds it and brings it home. Und dieser Schafhirte, er sucht so lange nach diesem einen Schaf, bis er es gefunden hat und zurückgebracht hat. And Jesus says, you know, there's great rejoicing in heaven Und Jesus sagt, es ist große Freude im Himmel, when one person, one sinner comes home. wenn ein Sünder nach Hause kommt. Now he uses the word sinner. Und er benutzt das Wort Sünder. And of course, everybody on this side of the room, Denn jeder auf dieser Seite des Raumes, we know who the sinners are, don't we? wir wissen ja, wer die Sünder sind. They're sinners. Sie sind die Sünder. This is obviously them he's talking about. Er spricht offensichtlich über sie dort. Then he tells another story. Dann erzählt er eine weitere So Geschichte. there was a housewife Da war eine Hausfrau. who lost one of 10 coins. Sie hat eine von 10 Münzen verloren. Well, what coins is she talking about? Über welche Münzen spricht sie eigentlich? We don't mean coins in her pocket, you know, a few euros. Wir meinen, ist nicht mit gemeint, dass du hier ein paar Euromünzen in deiner Tasche hast. Jesus is talking about the coins that a married woman would wear around her forehead. Jesus spricht in diesem Moment über diese Münze, die eine verheiratete Frau auf ihrer Stirn trägt. This was the sign that she was married. Das war das Zeichen, dass sie verheiratet She was ist. a very respectable woman, Sie war eine sehr angesehene Frau, not like certain women that we can think of. nicht so wie gewisse Frauen, an die wir denken könnten. And when a woman like this would go out with these coins around her forehead, Und wenn eine Frau mit so einer Münze auf der Stirn rausging, everyone would be terribly impressed. ist jeder, der ihr begegnet, besonders beeindruckt. But if she lost one, Aber wenn sie eine verloren hat, well, that's shocking. das war schockierend. And this is a story about a housewife that has lost one of these special coins. Und das ist die Geschichte einer Hausfrau, die einer dieser kostbaren Münze auf der Stirn verloren hat. None of the ladies on this side of the room had those. Keine der Frauen auf dieser Seite hatten diese Kette mit den Münzen auf der Stirn. Only ladies on this side of the room. Nur die Frauen auf dieser Seite des Raumes. And they lose a coin. Und sie haben eine Münze verloren.
What do you think about that? Was denkt ihr darüber? Now it's your turn to be under the spotlight. Jetzt ist das der Scheinwerfer auf euch gerichtet. So she lights a lamp, So, sie nimmt eine Lampe and with the light of the lamp, she finds the coin in her home. und mit dieser Lampe findet sie die Münze in ihrem Zuhause. And she calls her neighbors in to have a party to celebrate the coin being found. Und sie lädt daraufhin ihre Nachbarn ein und sie machen eine große Feier, weil sie die Münze wiedergefunden hat. The third story Die dritte Geschichte, is about a father who has two boys. es geht um einen Vater, der 2 Jungen hat. You probably know this story very well. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte sehr gut. I don't know what you call it in German, but in English we call it the prodigal son story. Im Englischen haben wir den Titel Der verlorene Sohn. Do you have a special name for it? Ja, The Lost Son. The same, Ja, ja. Okay. So we know this story. Wir kennen also diese Geschichte. One son goes away having asked his father for his inheritance, Ein Sohn verlässt das Elternhaus und bittet den Vater um sein Erbe. loses it all, Er verliert das komplette Erbe. comes home, Er kommt nach Hause and the father welcomes him back. und der Vater heißt ihn wieder willkommen. The second part of the story is the older brother who stays at home Und der zweite Teil der Geschichte geht um den älteren Bruder, der zu Hause geblieben ist. is very unhappy that younger son has come back. Er ist sehr unglücklich darüber, dass der jüngere Bruder zurückgekommen ist. Now, who's this story about? Um wen geht es dabei? You see, both groups that Jesus is talking to are represented in this story. Beide Gruppen, zu denen Jesus gesprochen hatte, sind in diesem Raum vorhanden. The younger son is really representing this side of the room. Der jüngere Sohn repräsentiert mehr diese Seite. Number one, he dishonors his father. Erstens, er hat seinen Vater entehrt. Normally, when would you get your inheritance? Wann würdest du normalerweise dein Erbe bekommen? When your father dies. Wenn dein Vater stirbt. And it's like the younger son is saying, I can't wait for you to die. I want my money now. Und dieser jüngere Sohn sagt zum Vater, ich will nicht mehr so lange warten, bis du stirbst, ich möchte jetzt mein Geld. And you remember, he goes away and wastes it all. Und ihr erinnert euch daran, hat das Zuhause verlassen und hat alles verschwendet. Now, it doesn't take a lot of imagination Dazu brauchst du nicht viel to Vorstellungskraft, realize who is Jesus talking about. um dir vorzustellen, zu wem Jesus spricht. It's this side of the room. Es ist diese Seite des See, Raumes. many of those people hearing this story Viele Menschen hören die Geschichte anders. will be beginning to feel perhaps a little bit uncomfortable Sie fühlen sich vielleicht dabei sehr unwohl, because it's describing some aspects of their lives. weil sie einige Aspekte ihres Lebens beschreibt. And of course, the Pharisees on the other side of Und natürlich die Pharisäer auf der anderen Seite. they'd have been pulling themselves up and looking down their nose, Sie strecken sich schön nach oben und heben ihre Nase in die Luft. thinking typical. Sie denken dann wiederum typisch. You know, we wouldn't behave like that. Wir würden uns ja nicht so verhalten. Well, you see, Jesus is so setting everybody up in this story. Und Jesus hat sehr deutlich gemacht, welche Typen in dieser Geschichte sind. Because the second half of the story is all about the self-righteous older brother. Denn der zweite Teil der Geschichte, der geht nur um diesen älteren, selbstgerechten Bruder, Who on the surface does all the right things, der an der Oberfläche all das Richtige tut, but has absolutely zero relationship with his father, aber hat absolut null an Beziehung zu seinem Vater. who says to his father that working at home is like being a slave for you. Er sagt sogar zu seinem Vater, für dich zu Hause zu arbeiten bedeutet wie ein Sklave für dich zu See, schuften. the older brother, when he opens his mouth, reveals what's in his heart. In dem Moment, wo der ältere Bruder seinen Mund öffnet, offenbart er, was in seinem Herzen ist. Now, why is Jesus telling these stories? Warum erzählt Jesus diese Geschichten? Is he just trying to embarrass people? Möchte er Menschen in Verlegenheit bringen? Make everyone in the room feel guilty? Möchte er, dass jeder sich im Raum schuldig fühlt? Absolutely not. Absolut nicht. Because he wants to show them what God's really like. Er möchte ihnen damit nur zeigen, wie Gott eigentlich ist. But he's certainly got everybody's attention, Aber hasn't he? ganz sicher hat er die Aufmerksamkeit von jedem gewonnen. Jesus is the absolute master storyteller. Jesus ist der absolute Meister im Geschichtenerzählen. So how is he describing God in these three stories? Wie beschreibt er Gott denn nun in diesen 3 Geschichten? The three stories have similar themes. Diese 3 Geschichten haben ähnliche Themen. We sometimes think
that they're all about something that is lost getting found. Manchmal haben wir den Gedanken, es geht immer nur darum, dass irgendwas, was verloren gegangen ist, wiedergefunden wird. And we've often thought these stories are great evangelistic stories. Und wir haben oft gedacht, diese Geschichten eignen sich sehr gut für Evangelisation. It's all about unsaved people getting saved and found. Es geht immer nur um Menschen, die nicht errettet sind und dann werden sie errettet. But if you look at the things that get lost, Aber wenn du dir die Dinge betrachtest, die verloren gehen, a little closer observation and you might notice a few things. wenn du etwas näher hinschaust, dann wirst du einige Dinge bemerken. In the first story, it's a sheep that gets lost, In der ersten Geschichte ist es ein Schaf, was verloren geht. not a goat. Keine Ziege. You know, we tend to think the sheep are Christians and the goats are non-Christians. Und wir tendieren auch zu denken, die Schafe sind Christen und die Ziegen sind nicht Christen. This is a sheep that belonged in the flock of sheep. Das ist ein Schaf, was eigentlich zur Schafherde gehörte. And it's gone off doing its own thing, Und es ist einfach weggegangen und hat seine eigene Sache gemacht. which is what? Bedeutet das? Eating. Essen, That's all sheep do. fressen. They eat all day. Sie fressen den ganzen Tag. And this sheep eventually is way away from the flock. Und dieses Schaf hat sich schließlich ganz weit von der Herde entfernt. And who is it that finds it? Und wer findet dieses Schaf schließlich? It's the shepherd. Es ist der Hirte. Second story. Die zweite Geschichte. What gets lost? A coin Was ist verloren gegangen? Eine Münze. that used to be on the marriage band. Diese Münze befand sich auf diesem Band auf der Stirn einer verheirateten Frau. It was an important part of a married woman's jewelry. Es war ein sehr wichtiger Bestandteil des Schmucks einer verheirateten Frau. It's not just loose change in a pocket. Es ist nicht nur so ein bisschen Wechselgeld in der Hosentasche. It belonged to the marriage band. Diese Münze gehörte an das Band einer verheirateten Frau. Somehow or other, it got ripped off Irgendwie wurde das abgerissen and disappeared in a dark corner of the house. und ist verschwunden in einer dunklen Ecke im Haus. And the housewife lights a lamp. Und die Hausfrau zündet eine Lampe an. Only when the lamp is lit can she find the coin. Und nur wenn diese Lampe angezündet ist, kann sie diese Münze finden. And the last story, Und die letzte Geschichte, it's about two boys es geht um zwei Jungen, who have a father. die einen Vater haben. See, three stories, 3 Geschichten all about God reaching out for us. und in allen Geschichten geht es um Gott, der sich nach uns ausstreckt. People that should have belonged in the first place, Menschen, die wirklich an den ersten Ort gehört but for a hätten, variety of reasons have become separated and lost. aber aus irgendeinem Grund haben sie sich abtrennen lassen und sind verloren The gegangen. first story about a shepherd. Die erste Geschichte über den Hirten. The second story about the lamp that is lit to find the lost coin. Und die zweite Geschichte geht um die angezündete Lampe, die wirklich diesen verlorene Münze wiederfindet. And the third story about a father who welcomes the sons home. Und die dritte Geschichte geht um einen Vater, der seinen Sohn willkommen heißt zu Hause. Well, it begins to become obvious who Jesus is talking about, Und es wird jetzt sehr, sehr offensichtlich, über wen Jesus spricht. because he himself is described as the good shepherd, Er selber wird als der gute Hirte bezeichnet, the shepherd of Israel. der Hirte Israels. And the Holy Spirit in the Old Testament is described as a light to our path. Und der Heilige Geist wird als Licht auf unserem Weg bezeichnet. And the third one, Und das dritte it's about a father geht um einen Vater, who wants his children to come home. der möchte, dass seine Kinder nach Hause kommen. See, these stories are all about the nature of God. All diese Geschichten drehen sich um die Natur Gottes. Son, Spirit, Father, all longing for us to come home. Sohn, Geist, Vater, sie alle sehnen sich danach, dass wir nach Hause kommen. All longing for us to belong back in the family that we were made for. Alle sehnen sich danach, dass wir zurückkehren in die Familie, für die wir geschaffen sind. Into the flock that we're part of. In die Herde, wo wir ein Teil von sind. Into this precious expression of marriage. In diesen kostbaren und besonderen Ausdruck eines Ehebundes. See, Jesus is telling us what God is really like. Und Jesus teilt uns mit, wie Gott wirklich ist. He's always looking for us, Er sucht immer nach uns und schaut nach uns aus. longing for us to come home. Er sehnt sich danach, dass wir nach Hause kommen.
In the third story, of course, In der dritten Geschichte natürlich we get the clearest description of all. bekommen wir die deutlichste Beschreibung von allen. Because Jesus very obviously is talking about his Father. Denn Jesus spricht ganz offensichtlich über seinen Vater. He's saying he is just like this father in the story. Er ist genauso wie dieser Vater in dieser Geschichte. He's not saying that God the Father is like an old Jewish man. Er beschreibt ihn nicht so, dass Gott wie ein alter jüdischer Mann ist. It's just a description. It's his behavior that's more interesting. Es ist so sehr viel mehr sein Verhalten entscheidend in dieser Geschichte und Sie- nicht die Beschreibung. When we see how the father in this story behaves, Wenn wir sehen, wie der Vater sich in dieser Geschichte verhält, it paints a very clear picture of what God our Father is like. malt das ein sehr deutliches Bild, wie unser Vater Gott ist. And of all people, Jesus would know what the Father is like more than anyone. Und von allen Menschen würde Jesus ja am allerbesten wissen, wie sein Vater ist. The interesting thing about this Father is the way he treats both sons. Und die interessante das Interessante an der Sache ist, wie der Vater diese beiden Söhne behandelt. He treats them the same. Er behandelt sie auf dieselbe Art und Weise. When the younger son Als der jüngere Sohn disrespectfully asks his father for his den inheritance, Vater voller Respektlosigkeit darum bittet, sein Erbe zu bekommen, the father does something which culturally was unheard of. da hat der Vater etwas gemacht, was kulturell noch nicht da gewesen war. He gives him his Er inheritance. hat ihm das Erbe gegeben. But not just him, he gives it to his older brother as well. Er hat es aber nicht nur dem jüngeren Sohn gegeben, sondern auch seinem älteren Bruder. Jesus says he divided his inheritance between them. Und Jesus sagt, er hat sein Erbe zwischen beiden aufgeteilt. He wasn't asked for it, but he did it. Er war nicht darum gebeten worden, aber er hat es gemacht. When eventually the younger son comes home, Als schließlich der jüngere Sohn wieder nach Hause kam, we read how the father goes out to him. lesen wir, wie der Vater ihm entgegenläuft. Then we read how the older son won't come in to join the celebration, Dann lesen wir auch, dass der ältere Bruder nicht in die Feier hineinkam. and father goes out to him. Und der Vater geht zu ihm. See, this father treats both boys the same. Der Vater hat diese beiden Jungen gleich behandelt. But in particular, Jesus wants to show us just what sort of heart the father has. Aber Jesus wollte uns insbesondere zeigen, welche Art von Herz der Vater hatte. Luke 15 says this, that when the son starts heading for home, Und Lukas 15 sagt Folgendes: Als dieser jüngere Sohn wieder nach Hause zurückkehrte, it says the father saw him when he was a long way off. dann steht dort, dass der Vater ihn bereits gesehen hat, als er noch ganz weit weg war. It's not like the boy comes walking around the corner and the father's there at the door. Es war nicht so, dass der Junge direkt vor der Haustür um die Ecke kam und der Vater war zufällig da. He sees him a long way off. Er hat ihn schon von weit entfernt gesehen. You know, those of you who've got children, you can see them when they're a little way away, can't you? Und die Kinder von euch haben, ihr könnt sie sehen, wenn sie auch weit weg sind. You can spot them in a crowd. You know which is yours. Ihr könnt sie ganz genau in einer Gruppe von Menschen erkennen. See, Jesus is showing us in this that the Father knows us. Und Jesus zeigt das hiermit und der Vater kennt uns. As Mona was saying, So wie Mona das erzählt hat. he sees us. Er sieht uns. He recognizes us. Er erkennt uns. We are so known to him. Wir sind ihm wirklich bekannt. You get the feeling that in the story the father has been waiting every day for his son to come home. Und du bekommst dieses Empfinden in der Geschichte, dass der Vater sich täglich nach diesem Sohn gesehnt hat. Longing for the boy to come back. Er hatte so eine Sehnsucht danach, dass der Junge zurückkommt. Just like Jeremiah said, So wie Jeremia das sagt. I wanted to treat you like sons. Ich wollte euch wie Söhne behandeln. I wanted to call you father. Ich wollte, dass ihr mich Vater nennt. You see, the God that Jeremiah recognized is the one that Jesus is talking about in this parable. Den Gott, den Jeremia erkennt, das ist genau der Gott, der auch in diesem Gleichnis in Lukas steht. What happens next? Was passiert als nächstes? As soon as the father sees the boy, In dem Augenblick, wo der Vater den Sohn erkennt, something happens in his heart. geschieht etwas in seinem Herzen. Jesus says he had compassion on him. Und Jesus beschreibt es so, er hatte Erbarmen mit ihm.
See, that's an emotion. Das ist ein Gefühl. Something happened in the father's heart the minute he saw the son coming home. Etwas passierte im Herzen des Vaters in dem Moment, wo er den Sohn nach Hause kommen sah. Earlier today, Linda was talking about comfort. Etwas früher heute an diesem Tag hat Linda über Trost gesprochen. And she quoted Paul in 2 Corinthians chapter 1, Und sie hat Paulus in 2. Korintherbrief Kapitel 1 who zitiert, describes God as the father of compassion wo Gott als der Vater des Erbarmens beschrieben wird and the God of all comfort. und der Gott allen Trostes. Jesus deliberately chose this word to describe the heart of the Father. Jesus hat ganz bewusst diese Worte gewählt, um das Herz des Vaters zu beschreiben. What motivates the Father when he looks at us? Was motiviert den Vater, wenn er uns anschaut? He looks at us with compassion in his heart for us. Er schaut uns an und sein Herz ist voller Erbarmen für uns. He doesn't want us to stay in our separation from him any longer. Er möchte nicht, dass wir länger getrennt von ihm bleiben. He's a compassionate God. Er ist ein Gott, der voll von Erbarmen ist. When God showed his glory to Moses in Exodus chapter 34, Und als Gott seine Herrlichkeit Mose in 2. Mose 34 gezeigt hat, the first thing that God says about himself is that I'm a compassionate God. das Erste, was Gott ihm sagt, ist, dass er ein Gott voller Erbarmen ist. This is not the word that would have come to mind to people who were listening to Jesus. Und das war nicht das Wort, was den Menschen in den Sinn kam, als sie auf Jesus gehört haben. I mean, the Pharisees in the room, they didn't have compassion on the people on the other side of the room. Die Pharisäer hatten überhaupt kein Erbarmen mit den Menschen auf der anderen Seite des Raumes. Now, maybe for a moment we should get out of our roles, shall we? Für einen Moment sollten wir mal unsere Rollen verlassen. Let's set you all free. You're no longer Pharisees. Ich setze euch jetzt alle frei, ihr seid nicht länger Let's Pharisäer set you all free. You're no longer tax collectors and sinners and things. und ihr seid nicht länger Sünder und Steuereintreiber, ihr seid frei. We're just us, right? Wir sind einfach wir. He has compassion on us, Er hat ein Mitgefühl und Erbarmen mit on uns. everything that he's made. Mit allem, was er gemacht hat. His loving heart of a father looks at us and does not want us to stay separated or lost. Und sein liebendes, mitfühlendes Herz als Vater sieht uns. Er möchte nicht, dass wir in dem Zustand bleiben, in dem wir Then the sind. next thing the father does is he runs to the boy. Und das nächste, was der Vater tut, ist, dass er dem Jungen entgegenrennt. Now, old Jewish men didn't run anywhere. Und alte jüdische Männer, sie sind nirgendwo It's hingerannt. very undignified. Es ist sehr entwürdigend, das zu They would tun. have walked very, Sie sedately along the road. wären sehr bedacht und langsam die Straße lang But gegangen. this father runs to the boy. Aber dieser Vater rennt dem Jungen It's as if entgegen. in the story he doesn't want anyone else to get to him first. In dieser Geschichte ist es ganz klar, er möchte der Erste sein, der diesen Jungen erreicht. It would have been a different story if the older brother had got there first, wouldn't it? Es wäre eine sehr andere Geschichte geworden, wenn der ältere Bruder dem jüngeren Bruder als erstes begegnet wäre. He was not about to welcome his brother home. Er hätte seinen Bruder überhaupt nicht willkommen geheißen zu Hause. The father runs to him. Aber der Vater rennt ihm entgegen. And it says when he gets to him, he throws his arms around him. Und als er bei ihm ist, da wirft er seine Arme um ihn herum. I mean, that's very intense, isn't it? Das ist schon ein sehr intensives Gefühl. I'm so glad the father in this story wasn't English, Ich bin so froh, dass der Vater in dieser Geschichte kein Engländer war. because we wouldn't have done it like that. Wir hätten es wahrscheinlich nicht so gemacht. Simeon, could you come here a minute? Simeon, würdest du mal kurz herkommen? I need you to help me for a moment. Ich möchte, dass du mir ganz kurz hilfst. I want you to be the younger son, right? Ich möchte, Just dass du stand der there. jüngere Sohn bist. This is how an English father would have done it, right? So hätte das jetzt ein englischer Vater gemacht. That's it. Das wäre es gewesen. That's how the English father would have greeted the boy. He would have shaken So hands. hätte der englische Vater seinen Sohn begrüßt. Der hätte nur die Hand geschüttelt. He's not like that in the story. Aber in der Geschichte ist er nicht so. Neither is he charismatic Noch ist er auch irgendwie charismatisch or Pentecostal. oder Pfingstler. Because you know how a Pentecostal charismatic father would do it? Weißt du, wie es ein charismatischer, Like this. pfingstlicher Vater getan hätte? That's, not too close. Nicht zu dicht dran. The father in this story
Der Vater in dieser Geschichte runs to the boy, rennt auf den Jungen zu throws his arms around him, und legt seine Arme um ihn and doesn't let go. und lässt ihn nicht los. Don't start patting me on my back. Hör auf, mir auf den Rücken zu klopfen. See, the father holds him for as long as it takes. Der Vater hält ihn so lange, wie es nur geht, fest. The boy smells like a pig. Der Junge riecht wie ein Schwein. Not you. Du nicht. He's been working on a pig farm. Er hat auf einer Schweinefarm gearbeitet. He's ritually unclean. Vom Ritual her ist er völlig unrein. The boy feels guilty. Der Junge fühlt sich schuldig. He feels ashamed. Er schämt sich. And the father doesn't say anything. Und der Vater sagt überhaupt nichts dazu. He doesn't say, where's all the money gone? Er fragt nicht, wo ist denn das ganze Geld hingekommen? Or why do you smell like a pig? Warum riechst du wie ein Schwein? He just holds him. Er hält ihn einfach nur fest. So that's what the boy needed, wasn't it? Das war genau das, was der Junge brauchte. He needed to be held Er brauchte es so sehr, dass ihn jemand by a umarmt. father who accepted him just as he was. Und ein Vater, der ihn akzeptierte, annahm, wie er war. Then he did this. Und dann hat er ihn geküsst. He kissed him. Er hat ihn geküsst. You've just been kissed by an Englishman. You can sit Du bist down. jetzt now, von einem sir. Engländer geküsst worden. Jetzt kannst du dich hinsetzen. You know what? The kiss was the most important thing. Wisst ihr, dass der Kuss das Allerwichtigste war? Because fathers in Scripture kiss their sons. Das ist ein Vater, der in dieser Schrift seinen Sohn küsst. Isaac kissed Jacob. Isaak hat Jakob geküsst. Joseph kissed his boys. Josef hat seine Jungs It's the geküsst. kiss that says, you're my son, Der Kuss bringt zum Ausdruck, du bist mein Sohn and I love you, und ich liebe dich and you're welcome. und du bist willkommen. You're home. Du bist zu Hause. See, this revelation of the Father's love that's poured out all over the world today Diese Offenbarung des Vaters, die weltweit ausgegossen wird, is doing something that Micah the prophet said, and Malachi the prophet said. sie bewirkt etwas, was im Propheten Maleachi steht. The last prophet of the Old Testament. Das ist der letzte Prophet im Alten He said there will be a Testament. returning of the hearts of the fathers to the children and the children to the fathers. Und dort steht, dass sich die Herzen der Väter zu den Söhnen wenden und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Because let's face it, we live in a totally fragmented world today. Und lass uns das mal ins Angesicht schauen. Wir leben in einer total zerbrochenen Welt. The whole world thinks they're the most fatherless nation. Und die ganze Welt denkt von sich, wir sind die vaterloseste Nation. The kiss of the father of the son in the story says it all. Und der Kuss des Vaters für den Sohn, sie bringt das zum Ausdruck. When my son was 12 years old, Als mein Sohn 12 Jahre alt war, he said this to me, hat er Folgendes zu mir gesagt. Dad, will you stop kissing me? Papa, würdest du mal aufhören, mich zu küssen? It's embarrassing, Es ist peinlich, horrible, schrecklich. in doing it in front of my friends. Und wenn du das auch noch vor meinen Freunden machst, So I stopped kissing him. so habe ich aufgehört, ihn zu küssen. And as the years go by, Und im Laufe der Jahre, with my children, we hug them. und meine Kinder, wir haben uns umarmt, I kiss the girls, ich habe die Mädchen geküsst, but I haven't really kissed my son. aber ich habe nicht wirklich meinen Sohn mehr geküsst. Well, 6 or 7 years ago, Und vor circa 6, 7 Jahren I was part of Father Heart Ministries, war ich ein Teil der Vaterherzbewegung and I was teaching on one of our week-long schools that we have, that like you're going to have here. und wir haben gelehrt auf einer dieser einwöchigen Schulen, die wir hier auch mal machen werden. And it was in England. Und die fand in England statt. James Jordan was leading the school, James Jordan hat diese Schule geleitet and he had asked me to speak one evening. und er hat mich gebeten, dass ich an einem Abend sprechen sollte. Well, that day we had a text message from our daughter-in-law. An diesem Abend hatten wir eine SMS von unserer Tochter empfangen. And she said, you know it's Nick's birthday at the weekend. Du weißt doch, es ist Nicks Geburtstag am Wochenende. So, well, I've decided to have a surprise party tonight. Ich habe mich aber dazu entschlossen, heute Abend eine Überraschungsparty für ihn zu haben. And she said, as you're in the country at the moment, Weil du ja heute Abend hier im Land bist, can you and Linda come?
Könnten du und Linda nicht einfach kommen? It was about a 2-hour drive. Wir mussten ungefähr 2 Stunden fahren dahin. Well, I'm preaching on a Father Heart School Ich habe aber auf einer Vaterherzschule about gepredigt the love of God the Father. über die Liebe des Vaters. So I said to James Jordan, So habe ich zu James Jordan gesagt, I can't preach tonight, I've got to go to a party. ich kann heute Abend nicht predigen, ich muss zu einer Party. He looked at me. Er hat mich angeguckt. I said, it's my son's birthday party. Es ist die Geburtstagsparty für meinen He Sohn. said, absolutely, you've got to go. Und er sagte, es ist absolut klar, dass du dahin gehen musst. That's far more important than preaching. Das ist so sehr viel wichtiger als zu predigen. So off we went to the party. Also sind wir zur Party gefahren. It's held in a Chinese restaurant. Sie fand in einem chinesischen Restaurant statt. My son knows nothing about it. Mein Sohn hat keinerlei Ahnung. We get inside and there's a group of friends there. Wir kommen da rein, da ist eine ganze Gruppe von Freunden. Well, my son is a traffic cop. Und mein Sohn ist ein Verkehrspolizist. He rides a motorbike for the police. Er fährt das Motorrad für die Polizei. And 6 of his work colleagues were there. 6 seiner Arbeitskollegen waren da. All big hunky motorbike riders. Also richtig kräftige Männer, die eben Motorräder fahren. Well, he and his wife come along the road Er und seine Frau kommen die Straße entlang. and they walk in Sie gehen da rein and everyone goes, surprise! und alle rufen Überraschung. And he's Wow. so shocked. Er ist so schockiert. Well, what I did was this. Was ich gemacht habe, war Folgendes. I just went up to him and put my arms around Ich him. bin einfach auf ihn zugegangen, habe meine Arme um ihn gelegt. Because that's what we do. Das ist das, was wir tun. And he didn't pull away. Und er hat sich nicht weggedrängt. And then without thinking about it, Und ohne nochmal nachzudenken, I kissed him on his cheek. habe ich ihn auf die Wange geküsst. And I suddenly thought, Und plötzlich dachte ich, over my shoulder als ich über meine Schulter guckte, were 6 motorbike policemen da waren 6 Polizisten, die Motorräder fahren. who just seen this man kiss their mate Nick. Und sie haben diesen Mann gesehen, der einfach ihren Arbeitskollegen Nick geküsst hat. Well, he didn't pull away. Und er hat sich nicht weggewandt. I let my arms down Dann habe ich meine Arme runtergenommen and I turned around and looked at these policemen. und habe mich umgedreht und diese Polizisten angeguckt. They were standing looking at me Und sie standen da und haben mich angeschaut. like this. Their mouths were hanging open Ihr Mund war offen. and there was a look in their eye. Und da war ein bestimmter Blick in ihren Augen. You could see a longing in their hearts. Du konntest das Verlangen in ihrem Herzen sehen. Men who wished their dad would Und- kiss them. Und sie haben sich so sehr gesehnt danach, dass ihr Papa sie so küssen würde. See, in all of us, In jedem von uns there's a longing in our hearts war es ein Verlangen in unseren Herzen, to be held not just by our human fathers, dass wir nicht nur von unserem menschlichen Vater umarmt werden, but our real Father, sondern von unserem wirklichen Vater. the Father of compassion, Der Vater voller Mitgefühl, the God of all comfort, der Gott allen Trostes, who runs to us der uns entgegenrennt. with his arms wide open, Und seine Arme sind weit who geöffnet. takes us in his arms Der nimmt uns in seine Arme and holds us for as long as it takes und hält uns so lange fest, so wie es nötig ist. for us to know that we belong Und dass wir dann tatsächlich wissen, wir gehören ihm and that we are loved und dass wir geliebt werden. unconditionally, Bedingungslos, without judgment, ohne irgendeine Form von Richten. not because we've done anything Nicht, weil wir irgendetwas getan haben or not because we haven't done something. oder auch nicht, weil wir irgendwas nicht He getan loves haben. us because he loves us because he loves us. Er liebt uns, weil er uns liebt, weil er uns liebt. This is the Father that Jesus is talking about in this story. Und das ist genau der Vater, über den Jesus in dieser Geschichte He's talking about erzählt. his Father, Er spricht von seinem Vater. the Father who sent him because he loves us so much. Der Vater, der ihn gesandt hat, weil er uns so sehr liebt. We know the boy starts his speech. Und wir wissen, dass dieser Junge seine Rede anfing. The father puts the best robe on him.
Der Vater hat ihm das beste Gewand angezogen, ring on the finger, shoes on the feet, einen Ring an seinen Finger und Sandalen an seine Füße. and then tells the servants to start up the barbecue. Und dann hat er die Diener gerufen, dass sie das Grillen anschmeißen sollen. Because Father wants to have the biggest celebration that the house has ever seen. Denn der Vater wollte die größte Feier wirklich ablaufen lassen, die das Haus je gesehen hatte. The shepherd threw a party when he found the lost sheep. Und dieser Schafhirte hat auch eine Party geschmissen, als er dieses verlorene Schaf gefunden hat. The housewife threw a party when she found the lost coin. Auch die Hausfrau hat diese Party dazu eingeladen, als sie die verlorene Münze gefunden hatte. The father threw a party when the boy came home. Und der Vater hat diese Party wirklich veranstaltet, als der Junge nach Hause kam. It's no surprise that Jesus liked to go to parties and for dinner. Kein Wunder, dass Jesus es liebte, auf Partys zu gehen oder zum Abendessen, Because it's in him. weil es in ihm ist. It's how our Father is. So ist unser Vater. He welcomes his sons and daughters. Er heißt seine Söhne und Töchter willkommen. He has a place for us Er hat einen Platz für uns, where he really wants us to know him, wo er wirklich möchte, dass wir ihn kennenlernen, where he can pour his love into our hearts, wo er seine Liebe in unsere Herzen hineingießen kann, where we can feel that we belong. wo wir wirklich spüren können, dass wir dazugehören. This is our Father. Das ist unser Vater. You know, many years ago, when the man who founded Father Heart Ministries was preaching, Und vor vielen Jahren, als dieser Mann, der den Dienst für das Vaterherz Gottes gegründet hat, predigte, his name was Jack Winter, er hieß Jack Winter, American man. ein Mann aus Amerika. He prayed for thousands and thousands of people. Er hat für Tausende und Abertausende Menschen gebetet. And he said that I kept seeing the same people come back for prayer. Und er sagte dann eines Tages, ich sehe manche Leute, dass sie immer wieder zum Gebet nach vorne And he kommen. wondered why they kept coming back. Und er hat sich gefragt, warum kommen sie denn wieder nach vorne zum Gebet? And he felt the Father say to him, it's because they need something else. Und dann sagte der Vater zu ihm, weil sie noch etwas brauchen. What more do they need? Was brauchen sie denn sonst noch? And he felt the Father say to him, I want you to hold them in your arms. Und er spürte, wie der Vater zu ihm sagte, ich möchte, dass du sie umarmst. And I want your arms to represent my arms to them. Und ich möchte, dass deine Arme meine Arme repräsentieren, wenn du sie umarmst. And I want you to pour my love into their hearts. Und ich möchte, dass du meine Liebe in ihre Herzen ausgießt. He said, I can't do that. Er hat gesagt, ich kann das nicht That tun. breaks all the counselling rules. Das bricht alle Regeln, die wir in der Seelsorge aufgestellt haben. You're not supposed to hug people. Du sollst doch nicht Leute umarmen Certainly not men and women men. und sicherlich nicht Männer, Frauen oder Frauen, Männer. The Father said to him, well, okay, it's up to you. Und da sagte der Vater zu ihm, das ist deine Sache. And a few weeks later, he knew that he disobeyed God. Und einige Wochen später wusste er, dass er Gott gegenüber ungehorsam war. And so next time he was praying for people, Und beim nächsten Mal, als er für Menschen he betete, recognized the same faces coming forward. hat er dieselben Gesichter wiedererkannt, die nach vorne kamen. And this time he was obedient. Und dieses Mal war er gehorsam. And he took people in his arms. Und er hat Menschen in seine Arme geschlossen. He prayed a very simple prayer. Und hat ein ganz einfaches Gebet gesprochen. He said, Father, Vater, let my arms be your arms. lass meine Arme deine Arme sein. And will you come now, Father, Und würdest du jetzt bitte kommen, Vater? and pour your love into this person's heart? Und würdest du bitte deine Liebe in das Herz dieses Menschen gießen? And that's what he started to do. Und das hat er einfach begonnen. And people's lives were transformed. Und die Leben von Menschen wurden umgewandelt. Not by Jack Winter praying for them, Aber nicht, weil Jack Winter für sie gebetet hat, but by the love of God the Father being poured into their hearts. sondern wegen der Liebe des Vaters, die in ihre Herzen ausgegossen wurde. Yeah, it's not very different from laying hands on the sick, is it? Und das unterscheidet sich ja auch nicht allzu sehr davon, wenn wir Kranken die Hände auflegen. It's not our hands that heal, Es sind nicht unsere Hände, die heilen. it's what the Lord's doing. Es ist genau auch da, was der Herr macht in dem Moment. And so we've begun to realize that we as his sons and daughters, Und wir haben angefangen zu erkennen, wir als seine Söhne und Töchter, he wants us to represent him, er möchte, dass wir ihn repräsentieren, to be his arms, dass wir seine Arme sind, to
be willing to hold people in our arms dass wir bereit sind, Menschen in unsere Arme zu schließen and pray that they receive the love of the Father und gleichzeitig beten, dass sie die Liebe des Vaters as we empfangen, represent him. während wir ihn repräsentieren. You know, Jesus used to do something like that. Jesus hat auch so etwas getan. Do you remember the story about when children came to him? Erinnert ihr euch an die Geschichte, als die Kinder zu ihm kamen? The disciples didn't want the children to come because this is for grown-ups only. Die Jünger wollten nicht, dass die Kinder kamen, denn sie dachten, es sei nur für Erwachsene. And Jesus said, no, let the little children come. Aber Jesus sagte, nein, lasst die Kinder zu mir He said, kommen. don't stop them. Haltet sie nicht zurück. In fact, unless you can become like a little child, Er sagte sogar, es sei denn, du wirst wie ein kleines Kind. you cannot receive this kingdom love. Sonst kannst du diese Königsreichliebe nicht empfangen. You see, one of the things we often say to people Eins der Dinge, die wir Menschen oft sagen, ist, is, can you be a little child who needs to be loved? kannst du einfach dich wie so ein kleines Kind verhalten, das geliebt werden möchte. See, little children have no problem receiving, do they? Kleine Kinder haben kein Problem damit zu empfangen. You give a child a present Wenn du einem Kind ein Geschenk and gibst they grab it, und sie es so greifen, rip off the paper, reißen das Papier auf, throw the present on the floor schmeißen das Geschenk auf den Boden and put the box on their head. und setzen sich dann die Schachtel des Geschenkes auf den Kopf. Kids know how to receive, don't they? Kinder wissen, wie sie entgegennehmen. But we grown-ups, Aber wir sind so erwachsen. we're all sophisticated and grown up. Wir sind so gebildet und erwachsen. Now, I'm sure you're not like this in Germany. Ich bin mir ganz sicher, in Deutschland seid ihr nicht If you so. give a gift to an Englishman or an Wenn du Englishwoman, einem Engländer oder einer Engländerin ein Geschenk no. überreichst, no, we couldn't possibly. nein, 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 das No, können no, wir no. nicht annehmen. Which of course means yes, yes, yes. Natürlich meinen sie damit, ja, ja, ja. But as grown-ups, we think we have to be, oh no. Aber als Erwachsene denken wir, wir müssen so sehr höflich sein. Jesus said you need to be like little children. Aber Jesus sagte, du musst sein wie ein kleines Little Kind. children run, don't they? Kleine Kinder rennen, Like the son coming home. so wie ein Sohn, der nach Hause kommt. So, what we're going to do this evening, Was wir heute Abend tun werden, I've asked the team that are here with me ich habe das Team gebetet, das mit mir gekommen ist, to just represent the Father to you. einfach für dich den Vater zu repräsentieren. We're going to stand along the front here, Wir werden hier vorne stehen in einer Reihe. and we're going to put some music on. Wir werden Musik anmachen. And if you would like to receive the Father's embrace, Und wenn du es schätzen würdest, die Umarmung des Vaters zu empfangen, we would love to represent Father to you. dann würden wir es sehr, sehr mögen, für dich den Vater zu repräsentieren. We will ask you the question, Wir werden dir folgende Frage stellen. and we'll probably ask it in English, so you need to know what it is. Und wir werden diese Frage wahrscheinlich auf Englisch sagen. The question is, can you be a little child who Wir werden needs to be dich loved? also fragen, und dann verstehst du es auch, kannst du ein kleines Kind sein, was geliebt werden möchte? Okay? Can you be a little child who needs to be loved? Kannst du ein kleines Kind sein, was geliebt werden möchte? If the answer is yes, Wenn deine Antwort ja ist, we will put our arms around you werden wir unsere Arme um dich legen and we'll say, Father, let my arms be your arms. und wir beten dann, Vater, lass meine Arme deine Arme sein. And will you come and pour your love into this little boy or this little girl's Und heart? würdest du bitte kommen und deine Liebe in das Herz dieses kleinen Jungen oder dieses kleinen Mädchens hineingießen? That's all we're going to do. Das ist das Einzige, was wir tun werden. We're not going to prophesy over you. Wir werden keine Prophetie über dir You aussprechen. can come to another conference for that. Da kannst du zu einer anderen Konferenz We're kommen. just going to represent Father to you. Wir werden einfach den Vater für dich repräsentieren. You don't have to tell us your life story. Du brauchst uns auch nicht deine Lebensgeschichte zu erzählen. All you need to do is open your heart to receive Father's love. Das Einzige, was du tun musst, ist dein Herz zu öffnen, um diese Liebe zu empfangen. And we believe He will do that. Und wir glauben fest, dass er das tun wird. It's not about whether you feel anything. Es geht auch in dem Moment nicht darum, dass du irgendwas It's fühlst. about receiving by faith. Es geht darum, dass du im Glauben empfängst. Now you might say, well, I don't know whether I can be a little child. Und du sagst vielleicht, ich weiß nicht, ob ich so ein kleines Kind sein kann. Maybe you've never been able to be a child. Vielleicht bist du nie in der Lage gewesen, ein Kind zu sein. Some people had their childhood stolen. Einigen Menschen wurde ihre Kindheit gestohlen.
But do you want to be? Aber möchtest du das, ein Kind sein? If your answer is no, Wenn deine Antwort Nein ist, well, I'd probably sit for a bit longer. dann werde ich wahrscheinlich noch etwas länger da sitzen Let Father touch your heart. und werde beten, lass den Vater dein Herz But if you would berühren. like to receive, that's what we're going to do. Aber wenn du wirklich das möchtest, das empfangen möchtest, möchten wir hier stehen und das tun. Now, before we do that, I'd like to pray, Bevor wir das tun, möchte ich noch einmal beten, because this is the end of this evening. denn das ist das Ende dieses Abends. We will stay here for as long as it takes. Wir werden hier so lange bleiben, wie lange es nötig ist. So you're free to go whenever you want, Du kannst also jederzeit gehen, wann immer du willst. because we'll be back tomorrow morning, Wir werden morgen früh wieder hier sein, 10 o'clock. um 10 Uhr. But that's the plan for this evening, okay? Aber das ist der Plan für heute Abend. So let's just pray, shall we? Lass uns jetzt einfach beten. You may want to put your hand on your heart if that helps. You don't have to. Du kannst, wenn dir das hilft, deine Hand auf dein Herz legen. Du musst es aber nicht. Father, thank you that you are our real Father. Vater, ich danke dir, dass du ein echter Vater bist. You've always been our Father. Du bist immer schon unser Vater gewesen. You planned us before creation to be your sons and daughters. Vor der Schöpfung hast du bereits geplant, dass wir deine Söhne und deine Töchter sind. You were our Father before we even knew you. Du bist uns schon ein Vater gewesen, bevor wir dich gekannt haben. Thank you that you sent your Son Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, to cleanse us and forgive us for our sins. der uns reinigt und uns unsere Sünden vergibt To open the way up back to you, und den Weg zu dir geöffnet hat, that we can come home. dass wir nach Hause kommen können. Father, thank you that like the father in the story, Danke, Vater, so wie der Vater in dieser Geschichte. you come to us Du kommst zu uns and you hold us in your und arms. du hältst uns fest in deinen Armen. You pour your love into our hearts. Du gießt deine Liebe in unsere Herzen. You accept us just as we are, Du nimmst uns an, wie wir sind, in all our brokenness, in all unserer Zerbrochenheit, in our woundedness. in unserem Verwundetsein. Thank you, Father, that we don't have to do anything. Danke, Vater, dass wir nicht irgendetwas selber machen müssen. You accept us as we are. Du nimmst uns an, so wie wir sind. So, Father, like little children, we come to you. Vater, wie kleine Kinder kommen wir jetzt zu dir. We need you. Wir brauchen dich. Thank you so much, Father. Danke so sehr, Vater. Thank you that you're such a good Father. Danke, dass du so ein guter Vater bist.